Hallo, ich möchte dir mal hier in diesem Scherben-Event zeigen, wie du, ja, manche, ja, wie nennt man das hier überhaupt jetzt? Anforderungen gleichzeitig erledigen kannst. Oft haben wir ja das Problem, so wie hier jetzt, ne, zerstöre eine Drohne. Könnte ich jetzt einfordern, ich habe sie gemacht, so. Aber wo kriegen wir jetzt diese Drohnen her? Das ist ja immer diese Sache. Drohen, ja, in irgendwelchen Events. Momentan läuft ja auch ein Zwischenevent, sage ich immer. Nur von Mission zu Mission heißt ja nicht, dass da jetzt auch eine Drohne drin ist. Also, panzerbrechende Munition kannst du auch nicht überall verwenden. Du kannst in diesen Missionen, dieses läuft ja gerade hier, ne? Sichern und laden. Nur da kannst du auch nicht immer panzerbrechende Munition einsetzen. Das wisst ihr auch. Gehst du da rein, verbrauchst du ja immer eine Energie. Wie ich ja immer gesagt habe, lade durch die Energie bis 250 hoch, auch wenn du die nicht benutzt. Schnurz, piep. Hast du jetzt nur 2 oder 3 oder 4? Error. Alle meine Tipps sind für dich. Tja, kannst du nicht machen, weil du keine Energie hast. Du brauchst immer Energie. Das ist das A und O in diesem Spiel. So, wenn du jetzt reingehst, zum Beispiel, kommt ja eine Mission, sichern und laden, eine Energie wird dir abgezogen und, Mist. Ich kann Panzerbrecher nicht benutzen. Das kannst du nicht immer benutzen, das ist die Taste 2. Und du kannst auch nicht immer Verlangsamer benutzen. Und Kopfschüsse, ja, muss man gucken, wie man das hinbekommt. Nicht so einfach manchmal, ne? Und Drohnen? Ja, wo sind Drohnen drin? Drohnen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, pass auf. Das ist ganz einfach. Diese, wenn du jetzt nicht übers Event willst, weil, wie gesagt, du kannst nicht im Event immer Panzerbrecher benutzen, geht nicht. Wenn du jetzt eine Mission öffnest, ja, dann musst du die Mission spielen. Oder du lässt sie durchlaufen, aber hast ja nichts erreicht. Panzerbrecher, Drohne, Kopfschuss. Kein Problem. Diese 3 Attribute kannst du easy erledigen, wenn du Energie hast. Mach nebenbei Spezialmissionen. Gucke meine Playlist, alles drinne, wie du das machst. Verlangsame, ja gut und schön. Das kann man ja machen über Kriegst ja ungeteilt, ne? Da kriegst du das Verlangsamer gut rein, bei ÜW nicht. Überlebenswut Rausch. Ich verstehe darunter, das klappt ja nicht immer, falls du das gesehen hast. Wenn du jetzt einen erledigt hast oder 2, hältst du einfach weiter drauf, bis im Magazin alle ist. Das, glaube ich, sieht das Spiel dann als Rausch. Molotow ist klar, auch bei IW, ne? Eine Waffe verbessern. Ja, jetzt hier bei diesen 21 Tage Event da oder keine Ahnung, das Langzeit-Event oder du suchst dir eine R32 oder Waffe raus, machst einmal Klick und schon hast du es fertig. ÜW ist auch ganz klar. Attentäter, ne, bei ÜW. Wenn ein Event läuft, so wie ÜW, kannst du viel schaffen, sag ich mal. Ich habe nur einen Ein-Mann-Clan, also für mich fällt dieses Clan-Gedöns immer raus. Irgendwo. Ein Feind mit einer einzigen, ohne mit einer Waffe heranzuzoomen. Ja, das könnte man vielleicht auch sogar gleich mit erledigen, was ich dir gleich zeige. Verbessere eine ÜW-Waffe. Ja, ich hole mir jetzt nicht extra eine ÜW-Waffe, um die einmal zu verbessern für 3 Scherben. Ein Blödsinn, ne? Das kommt mir teurer an Schlagpunkte, 2 Millionen nämlich zum Beispiel. Den Dämonen kriegst du ja ungeteilt, das ist klar. Wenn diese Events drin sind, schafft man schon viel, aber auch nicht alles. Beschützer? Ja, in der Regel PvP-Basis, ne? PvP beenden, das ist immer gut. Du brauchst nur reingehen und blablabla und kannst aber tot gehen. Das ist Schnurzpiep. Das heißt hier beenden. Das ist kein Problem. Aktualisiere, kannst du auch machen, wenn du Suche, blabla, das und jenes. Das wirst du auch sehen. Gewinne PvP ist schon wieder was anderes nachher, ne? Um da höher zu kommen. Deswegen suche ich mir mal Ausgleichsanforderungen oder Herausforderungen. Statt gewinnen, ja, mache ich dann irgendwas anderes. Keine Ahnung. Wenn du so durchscrollst, dieses Zeugs hier bei Share Event,
Oft deckt sich erst was auf, wenn irgendwas einfach angefangen hattest. Öffne ein Schlagpaket. Das hat sich bei mir aufgedeckt, weil ich die Stellvertreterin für dieses Langzeit-Event nochmal einen Tag aktiviert habe. Die automatisch die Truhen reinholt, öffnet und wieder platziert. Deswegen ist das aufgedeckt. Manchmal ist irgendwas nicht aufgedeckt, dann musst du das einfach machen. Man hat so einen Ablauf im Spiel. Du öffnest einfach mal eine Truhe, dann wirst du sehen. Du levelst einfach mal einen Truppkamerad und dann wird es kommen. Das ist jetzt hier auf, weil ich das ja irgendwann mal schon mal gemacht hatte, ne? Eine Hundemarke. Sammel einfach mal eine, mach das durch. Das verbindest du am besten wenn du diesen Glatzkopf für einen Tag mal aktivierst, automatisch immer belegen tust, rausholen und dann tak, 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 gleich Hundemarken mit, kannst du sehr gut hochkommen. Truppkameraden einfach mal leveln, ein bisschen mit kleinen Karten, wenn du hast, am Anfang und. Also du kannst schon irgendwas reißen hier, ne? Das mache ich ja auch nicht hier. Besiege eine feindliche Basis, das ist mir Pinneballe. Ich mache nicht alles, was hier vorgegeben ist und das ist schon erledigt. So, also manchmal kommt man an einen Punkt, da ist ja gar nicht mehr viel, was ich noch reißen kann. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Woche, habe ich ja gesagt, muss ich noch durchkriegen. Zerstöre 2 Drohnen. könnte ich einfordern. Ja, bla bla. Es kommen aber danach mehr. Es deckt ja immer wieder auf. 27 Kopfschüsse kann man bei ÜW schaffen, aber wenn jetzt ÜW nicht mehr fertig oder keinen Durchlauf machen kannst oder das und jenes, du weißt ja, wie das Leben spielt, du hast keinen Bock auf ÜW. Mann, wir sind doch keine Maschinen, keine Roboter. Ja. Wie machst du das? Beim Krieg so ungeteilt? Vergiss es. Da einen Kopf zu treffen, darum geht es was anderes, als da einen Kopfschuss zu machen. Panzerbrechende Munition, ja, hatte ich ja gesagt, so kriegst du nicht überall. So, pass auf. Ich quatsche lange, wenn du es nicht angehört hast. Gut, dann hast du auch nichts verstanden, was ich dir erklären wollte. Du gehst einfach zurück. Gehst hier rein bei Start. Ich mache immer diesen Weg. Ich düse nicht rum mit allen Klugscheißereien hier im Spiel. So, auf Mission. Und die ER-Missionen wirst du schon ein bisschen was gemacht haben. Also die 1 wirst du auf Garantie schon mal gemacht haben. Wie gesagt, Energie. Denke an deine Energie. Wenn du irgendwas nicht machst, scheißegal. Mach einfach mal eine Spezi-Mission nebenbei. Hol die Energie rein. Bis 250 kannst du lagern hier oben. Mach das ruhig. So, pass auf. R1. Ne? Links Sniper. Erfordert einen feindlichen Sniper ausschalten. Kein Problem. Machen wir, wa? Gehen wir rein. So, die Waffe wird automatisch aufgelegt, ne? Da müssen wir uns ja keine Gedanken machen. So, anklicken. Jetzt läuft irgendwo ein Zeittimer. So, hier links unten, siehst du das? In der Mitte 119 panzerbrechende Munition. Den nimmst du. Zack. Jetzt kannst du Rechtsklick. Ich habe ein bisschen gewartet, weil es hier gezeigt hatte. Sonst hätte ich einen Kopfschuss verpasst. Das kannst du nämlich gleich mitmachen. Ein Kopfschuss. Dann hast du nämlich in dieser Mission schon mal 2 Anforderungen. Und zwar Panzerbrecher und Kopfschuss hättest du. Du kannst auch mit einem Mausrad ranzoomen dann, wenn du dir nicht sicher bist. Aber wir haben ja auch immer die Option beim Scherm-Event, erledige Gegner, sage ich jetzt einfach mal so salopp, ne? Also zerlege meine Wortwahl nicht, ohne ranzuzoomen. Ja, ich mache nur einen Rechtsklick, dann geht er ein bisschen näher, aber das bedeutet nicht das Ranzoomen. Das Ranzoomen wäre, wenn du dann mit dem Mausrad ranzoomst. Also du könntest schon mal 3 Optionen mit einem Schuss erledigen. So, jetzt brauchst du aber die Drohnen, ne? So. Und hier gleich daneben Sturm. Schau mal, zerstöre 3 Drohnen. Und da kannst du auch Panzerbrecher wieder nehmen. Hier in der Mitte. Panzerbrecher. Drei Drohnen, einmal Panzerbrecher. Easy. Wenn du das nicht schaffst, bist du nicht fähig für dieses Spiel. Also wenn du da jetzt tot gehen solltest. Dann lass das Spiel sein. Dann spiel Farmorama mit Häschen und
klau die Rüben vom Großbauer. Du verstehst, was ich meine. Ganz einfach. Jetzt hast du 2 Panzerbrecher benutzt, 3 Drohnen, einen Kopfschuss könntest du hier machen. Gehst du hier jetzt nämlich wieder zurück. Du musst immer abwechseln, nicht jetzt hier weitergehen, das ist Blödsinn. Gehst du wieder hier auf Sniper. Sieh da, wieder ein Sniper. Energie, denk an Energie. Klickst du wieder auf. Panzerbrecher, Taste 2. Und Kopfschuss. Jetzt hast du einen Kopfschuss drin und Panzerbrecher. So, jetzt hast du in diesen 3 easy. Naja, Missionen. Ich nenne es einfach mal Mission, ist ja eine Mission. Kriegst sogar eine Belohnung, ne? Hast du jetzt 3 Panzerbrecher benutzt, einen Kopfschuss, 3 Drohnen. Und? Ja, du hast zweimal einen Gegner besiegt, ohne heranzuzoomen. Das meine ich damit. Und wenn du das alles so ein bisschen durchguckst, mal, die sind immer wieder da. Hier gehst du wieder rauf. Hast du wieder 3 Drohnen. Du kannst die Drohnen sammeln ohne Ende. Irgendwann hören die Drohnen auf beim Event, ist klar. Aber wo willst du jetzt Drohnen suchen? Die sind nun mal nicht überall. Du kannst natürlich hier reingehen. Pass auf. Ja, das macht immer nicht einfach mit mir. Aber ich bin ja auch kein Oberlehrer. So, du gehst einfach hier rein. Das läuft jetzt. Wenn ein anderes läuft, läuft ein anderes. Ne? Also, nagel mir nicht fest. Mach das ruhig, dieses Event. Versuch. Ich versuche immer, den zu kriegen hier. Das wäre, ja, bis Platz 100, ne? Ab 51, ab 50 bis... Ich halte mich immer in dieser Region dann auf. Weil den will ich haben. Sie braucht man ja selten. Also seltener. Wenn du wirklich was im Spiel erreichen willst, brauchst du diesen Spezi hier. Den brauche ich gar nicht hier. Das interessiert mich einen feuchten Sand. So, geh mal rein jetzt einfach. So, dann müssen wir, ja, das ist eine absolut bekiffte Mission für so einen Scheiß. Aber wir gucken einfach mal, ob man jetzt, könnte man Panzerbrecher benutzen können. Siehst du, 2, jetzt haben wir ihn, ne? Ja. Jetzt mal ja bei F-Taste, das gibt meiner her, mein Spezi. Ach, den Scheiß, das interessiert mich nicht. Ich lass durchlaufen. Gut, hier hast du gesehen, du kannst Panzerbrecher kriegen. Bloß, das ist nett, ich mag das hier nicht. Ich gehe gerne den einfachen Weg ins Spiel. Ich muss dieses Gedöns sichern, das war, weil du siehst, ich habe dir jetzt auslaufen lassen, weil mich der Scheiß da nicht interessiert. Das hat hier für mich nichts zu tun. Das ist ein Hubschrauber, bla. Und ich bin da ein bisschen ganz anders, wie viele möchte gern Helden. Gehen wir nochmal rein. Vielleicht kriegen wir ja mal ein anderes Ding hier jetzt, wo das funktioniert. Hier kannst du kriegen, musst du nicht kriegen. Das variiert bei dieser Mission, das habe ich schon festgestellt. Siehst du, in der Mitte ist kein Panzerbrecher. Jetzt kannst du versuchen, Kopfschuss. Kopfschuss, aber hier im Kopfschuss, weil die Zeit läuft ja auch weg, ne? So. Naja, hier hast du dann Truppkameraden abballern, ne? Gibt ja auch ein bisschen was da. Aber Kopfschuss, schwer. Und eine Drohne, hast du eine Drohne gesehen? Ich nicht. Und Eierschuss gibt es, zählt nicht bei Scherm-Event, also schwierig. Verstehst, was ich dir mitteilen will, ne? Du kannst einfach manche Dinge finden. Mache die Hundemarken, geh da einfach durch. Und das machst du am besten, wenn du einfach bei Spezialmissionen mal den Glatzkopf für einen Tag aktivierst. Dann machst du nämlich die Spezi-Mission, die zählen rein beim Scherm-Event. Die Hundemarken zählen im Scherm-Event mit rein. Das zählt so viel mit rein. Du musst dir das bloß mal durch den Kopf gehen lassen. Hier, das ist das Langzeit-Event, ne? Wenn du da jetzt
das machst. Wenn nicht, ja, dann geht es da nicht, ist klar. Also wir sind alle keine Hilfsschüler, du verstehst schon, was ich meine. Da musst du irgendwas suchen, wo du eine Waffe, ja, leveln kannst. So, der wäre jetzt ausgelevelt, der braucht gut, krieg ich hin. 1,5 Gold. Wie gesagt, du brauchst Ressourcen. Gucke mal, ob du ein bisschen Gold hast. Gucke mal ein bisschen, dass du Energie drin hast. Gucke mal ein bisschen, dass du dir mal einen Stellvertreter besorgt hattest, aus diesen Events liegen lassen hast einfach. Ich verplante nicht immer alles, weil es kommen Events, es kommen Herausforderungen, es kommt irgendetwas irgendwann, wo du das benötigst. So, jetzt habe ich natürlich eine Panzerbrechen. Jetzt hole ich das Gedöns mal ab. Ne? Und wieder weiter geht hier. Und wieder weiter geht. Für wenig Aufwand. Ja, geht immer weiter. Chillt immer weiter. Eine Herausforderung. Eine Drohne. Wie viel haben wir gemacht? Ich glaube 6 Drohnen hatten wir gemacht, ne? Da ist die nächste Drohne, ne? Aber erst kommt das Schlacht, weil sie jetzt sich reingemischt hatte. Sie hatte Pakete abgeholt, wo ich sagte, du brauchst nichts machen, wenn du das Spiel verstanden hast. Ein bisschen aufgenommen hast, das Spiel. Du musst dich, der zweite Drohne, geht immer weiter, ne? Und wie gesagt, diese R1-Mission, das ist ja easy, das ist ja Kinderkacke, ne? Wie man so schön sagen kann. Also wenn du das nicht verstanden hast, dann hör auf mit diesem Spiel, ne? Dann bringt das vorne und hinten nichts. Also Kopfschüsse, hatte ich ja auch gesagt, kannst du da gleich mit erlegen. Du kannst aber auch bei ÜW, wenn du das spielst, Kopfschüsse machen. Bei Kriegsführung geteilt ist schwierig oder bei diesen Zwischenevents ist auch schwierig. Das ist der einfachste Weg. Ja, wie gesagt, ne, Panzerbrecher holst du da rein, Kopfschuss holst du da rein und einen Gegner erledigen, ohne anzuscrollen. Wunderbar. Wöchentlich. Und siehst du, heute angefangen vor, was weiß ich da. Und Drohnen zählt. Kopfschüsse. Drohnen wird jetzt vielleicht irgendwann mehr kommen. Panzerbrecher. Das unterscheidet ja auch ein bisschen hier, ne? Diese ganze Gedöns. Lesen kannst du selbst, was gefordert wird. Und wenn da irgendwas nicht steht, wie gesagt, mach einfach irgendwas mal im Spiel, was du sonst auch machst, und dann guckst du mal durch und wirst sehen, oh, es hat sich ja aufgedeckt. Verstehst, was ich dir sagen will, ne? So, ich bin nicht dein Lehrer oder sonst was. Ich habe dir das ein bisschen gezeigt, worauf du gucken könntest. Scroll es ab und zu mal ruhig durch hier. Und du wirst sehen, so schwer ist das nicht. Und du musst es immer unterscheiden. Ne? Besiege Basisspieler oder beende Basisangriffe. Beenden ist das Einfachste. Ne? Du gehst rein. Ich muss nicht jedes Spiel verlieren. Wenn du so ein Hardcore, ja, was weiß ich, Suchti bist, dass du alles, was du beginnst, auch gewinnen musst, ja, dann bist du, glaube ich, ein armer Mensch, weil du so viel Bargeld investieren wirst in dieses Spiel, um ewig alles gewinnen zu können. Sonst gewinnst du nie alles. Und ich mache so einen Quatsch nicht. Ich mache das, was mich vorwärts bringt ein bisschen, wo ich abholen kann. Und. Das mache ich. Und das versuche auch mal, ne? Ja, das kann ich ja alles nicht machen hier. Das hier meine ich damit, ne? Ohne mit einer Waffe heranzuzoomen. Das kannst du alles machen. Wenn du nicht genau weißt, wie das geht, ja, dann mach einfach mal eins. Bei R1 ist das Beste, da kannst du sogar üben. Mach einmal nur Rechtsklick, ne? Rechtsklick ist kein Zoom, das habe ich schon festgestellt. Und dann mach einmal mit ran zum Mausrad oder Z-Taste ist das, glaube ich, ne? Und dann wirst du sehen, was gezählt wird. Du musst aber natürlich erst rausgehen und dann wieder den zweiten machen, ne? Also, ne? Nicht, dass du das beides vermischt und weißt auch nicht, was gezählt hat, nun, ne? Verwende viel Verlangsamung. Das kannst du manchmal auch sogar beim einfachen Event machen, wenn du jetzt nicht beim Kriegsheer reingehst. Ich glaube, bei diesem Zwischenevent kannst du das sogar machen, wenn du da reingehst. Immer verbinden. Hier, Panzerbrecher. Der würde mir jetzt 24 bringen. Siehst du das? 24. 3. Panzerbrechen und Munition. Gucken wir nochmal? Gucken wir nochmal, ne? Ein feindlicher. So. Das ist immer Taste 2, ne? Irgendwann hast du es im Kopf drin. So, jetzt zoom ich mal.
Der sitzt genau auf dem Punkt. So, und hier funktioniert es immer, Panzerbrecher. Also das ist, da kannst du dich drauf verlassen. Ja, angezeigt. Und Panzerbrecher. Ja, billiger geht's doch nicht, oder? Ohne Aufwand. Energie, denk an Energie. Ich trichte dir das ein, bis es aus deinem Kopf nicht mehr rausgeht. So. Fertig. 4 verlangsamer. Ja, mach ich da auch nochmal. Wollen wir auch nochmal gucken? Pass auf. Den hatten wir eben. Machen wir nochmal Drohnen, wa? Hier, rechts, Taste 3 und Taste 2 und schon hast du 2 Optionen wieder drin. Kannst du Zeit lassen jetzt, kannst du einen Cover nehmen bei dem, so wie ich, der gleich kalt wird. So. Langsamer genutzt, Panzerbrecher benutzt und 3 Drohnen. Was willst du denn noch mehr? Ne? Geht es noch einfacher? Bezweifle ich. Natürlich brauchst du diese Panzerbrechner-Munition, du brauchst die Verlangsamer und da ist das Zauberwort. Ne? Was ist das Zauberwort? Keine Antwort. Natürlich Spezi-Mission musst du machen und dir das da rausholen. Sonst wird das nichts im Spiel. Da wieder einen benutzt. Siehst du das? Okay. Das war der. Ja gut, ich gehe mal bei wöchentlich rein. Hier 4 verlangsamer, ne? Und wieder 30 rauf auf den Topf. Du kannst durchkommen und dann liest du das durch. Oh, 5 Drohnen. Wo kriege ich jetzt Drohnen her? Wie viel Energie habe ich noch? 180? Ja, das reicht. Wenn du jetzt mal schauen willst, wie viel Verlangsamer du hast oder Panzerbrecher, gehst du einfach da rein, ne? Dann hier unten rein, ne? Dann gehst du hier auf den Warenkorb rein. Und hier, ne? Das sind die Panzerbrecher. Oh, ich habe noch 113. Na, easy, sagst du. Ach, easy, sagst du. Gut, und dann kannst du durchmarschieren. Jung oder Mädel, wer du jetzt so bist hier. So funktioniert das Spiel. Das Spiel ist nicht kompliziert. Wenn was kompliziert ist in diesem Spiel, bist du das, nicht das Spiel. So, wir sehen uns im nächsten Video. Ne? Bis dann. Tschüss.